Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Trainingszeit über 50. Mein Name ist Andreas Rason und heute dreht sich alles um das Thema Zeolit. Zeolit ist ein Naturstoff und es ist nicht nur aus meiner Sicht das beste Entgiftungsmittel, Naturmittel, was es gibt, sondern Zeolit hat auch noch eine ganz gravierende andere zweite Eigenschaft, die ich euch heute in dem Video vorstellen möchte. Ganz zum Schluss, am Ende vom Video, möchte ich euch natürlich noch zeigen, was oft vergessen wird, wie und vor allem wann man Zeolit einnimmt. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Zeolit besitzt eine poröse Beschaffenheit, die einem die Eigenschaft verleiht, Stoffe in seinen Hohlräumen zu binden. Auf diese Weise ist Zeolit im menschlichen Körper mit einem Schwamm vergleichbar, der Giftstoffe wie beispielsweise Bakterien, Pilze, Schwermetalle oder auch Darmgase aufsaugt. Vollgesaugt mit diesen Stoffen wird das Zeolit dann aus dem Körper ausgeschieden. Auf diese Weise wirkt das Pulver antioxidativ, antibakteriell sowie entgiftend, wovon insbesondere der Darm profitiert, da er durch die Mineralerde Tätigkeit reguliert und gestärkt wird. Darüber hinaus wirkt sich Zeolit positiv auf das Immunsystem aus, da ihn die schädlichen Stoffe im Körper nicht weiter schwächen. Zeolit ist nicht nur ein hervorragendes Mineral, um den Körper zu entgiften. Es hat eine positive Wirkung auf den gesamten Körper und Organismus und kann zudem die Verdauung anregen. Außerdem sorgt es für schöne Haut, Haare und schöne Nägel, verbessert die Blutgerinnung und trägt zu vielen Vorgängen im Körper bei. Durch die hervorragenden Eigenschaften wirkt Zeolit somit auf den gesamten Organismus und kann den Körper bei der Gesunderhaltung maßgeblich unterstützen. Außerdem kann Zeolit den Alterungsprozess deutlich verlangsamen, da es freie Radikale schon am Entstehungsort, also im Darm, wirkungsvoll bekämpft. Das Immunsystem wird gestärkt, der Säurebasenhaushalt reguliert und auch der Knochen- und Knorpelaufbau werden gefördert. Die Wirkung von Zeolit entsteht einerseits aufgrund dessen Struktur und andererseits aufgrund der enthaltenen Kieselerde, also Silizium und den darin enthaltenen Mineralien. Ja, und genau das habe ich eingangs gemeint, dass Zeolit halt eine doppelte Funktion hat. Es ist ein hervorragendes Mittel für die Entgiftung des gesamten Organismus, aber es hat die zweite Funktion, dass aber gleichzeitig dem Körper durch die Zufuhr von Silizium, also der Kieselerde, dem Körper wirklich viele wichtige Mineralien zugeführt werden. Die Zufuhr von Kieselerde ist ab dem 50. Lebensjahr besonders wichtig. Ein gesunder Organismus braucht ausreichend Silizium. Silizium ist für unseren Körper, für unseren Organismus essentiell. Mit zunehmendem Alter nimmt die Aufnahme von Silizium durch die normale Nahrung stark ab. Ab dem 50. Lebensjahr und besonders bei Senioren besteht deshalb ein verstärkter Mangel an Silizium, der durch Zeolit leicht ausgeglichen werden kann. Silizium brauchen wir zum Beispiel für den Knochenaufbau, für die Zellwände, für das Bindegewebe, die Blutgefäße, Muskeln, Sehnen und vieles mehr. Silizium beugt laut Professor Dr. Hecht Alzheimer und Demenz vor und holt selbst Aluminiumbelastungen aus dem Gehirn. Silizium kann infolge von regulierenden, antiviralen, antibakteriellen, entzündungshemmenden, fungiziden Wirkungen, Fungizide sind Stoffe, die Pilze und deren Sporen abtöten, sowie aufgrund der Wiederherstellung des Mineralienausgleichs sämtliche Funktionssysteme positiv beeinflussen und die Selbstheilungskräfte fördern. Es reguliert den Stoffwechsel, fördert den Zell- und Gewebeaufbau und den damit verbundenen Reparaturen. Es erhöht die Funktion und Spannkraft des Bindegewebes, spielt eine Rolle in der Proteinsynthese und dient als Katalysator für molekulare Lebensprozesse. Silizium ist zum einen für den Aufbau der Zellmembran und die Stabilisierung zuständig
und zum anderen wird die Darmbewegung intakt gehalten. Zeolit besteht also auch aus Silizium, also Kieselerde, und ich möchte euch jetzt nochmal ein paar heilende Wirkungen von Zeolit vorstellen. Zeolit reinigt, stabilisiert und schützt den Darm. Durch das Binden von Giften werden Funktion und Zustand von Darmzotten, Schleimhaut und Flora wesentlich verbessert und gestärkt. Das spüren Sie unter anderem daran, dass Verdauungsstörungen, Blähungen wie Durchfall gelindert werden oder verschwinden. Auch Darmpilzinfekte werden positiv beeinflusst, da Zeolit Pilzgifte und absterbende Pilze bindet und ausleitet. Zeolit entlastet Leber und Nieren. Durch seine entgiftende Wirkung im Darm sorgt Zeolit auch für eine Entlastung der wichtigen Entgiftungsorgane Leber und Nieren. Dadurch können diese besser arbeiten. Schadstoffe gelangen gar nicht erst in die Blutbahn und eine Übersäuerung und Verschlackung wird wirksam vorgebeugt. Je höher Ihr Antioxidantienspiegel ist, desto besser sind Sie vor zahlreichen Krankheiten sowie vor vorzeitigen Alterserscheinungen geschützt. Eine Studie zeigte, dass Zeolit den Körper dabei unterstützt, besser gegen oxidativen Stress vorzugehen und den individuellen Antioxidantienspiegel zu erhöhen. Zeolit fördert die Quecksilberausleitung. Zu den Schwermetallen, die von Zeolit aus dem Körper geleitet werden, zählt auch das Quecksilber, was zu allerlei Beschwerden führen kann. Zeolit sorgt für eine beschleunigte Ausleitung des Quecksilbers aus dem Körper. Des Weiteren stärkt Zeolit das Immunsystem. Wie Tests gezeigt haben, reduziert das Zeolit im Organismus verschiedene schlechte Bakterienstämme. Das wiederum macht das Immunsystem stärker und verhindert bereits im Vorfeld Infektionen und Krankheiten. Und eine weitere Komponente, Zeolit reinigt das Blut. Zeolit nimmt im Darm sämtliche Giftstoffe auf. Dadurch können die schädlichen Substanzen gar nicht erst aus dem Darm ins Blut gelangen, sondern werden bereits vorher vom Zeolit beseitigt. Auf diese Weise dient Zeolit als Filter für sauberes Blut. Zeolit unterstützt beim Abnehmen. Da Zeolit das Verdauungssystem entlastet, kommt der Stoffwechsel wieder besser in Schwung. Die Leber kann, wie bereits beschrieben, wieder besser arbeiten und speichert die aufgenommene Nahrung nicht einfach als Fett im Körper ab, sondern verstoffwechselt diese auf natürliche Weise. Gelangt Zeolit in den Magen, wird er gedehnt und meldet bereits bei recht geringen Nahrungsportionen, dass ein Sättigungsgefühl eingetreten ist. Auch das unterstützt sie bei der Gewichtsabnahme. Außerdem bringt Zeolit im Körper den Säure-Basen-Haushalt im Einklang. Was ebenfalls eine Folge der hohen entgiftenden Wirksamkeit von Zeolit bedeutet. So, jetzt kommen wir zu der versprochenen Einnahme von Zeolit. Hier habe ich jetzt schon mal einen gehäuften Teelöffel Zeolit in das Glas Wasser reingemacht. Ein großes Glas soll es sein. Also ich habe schon mal lieb genommen, muss ich dazu sagen. Und genau, was zu beachten ist, wenn man einen großen Schluck genommen hat, sollte man es, habe ich jetzt nicht gemacht, aber sollte man es ungefähr 10 bis 15 Sekunden im Munde behalten, bevor man es runterschluckt. Dann, ganz wichtig, nochmal umrühren, weil sich sonst der Trub, also viele Partikel, wieder auf den Grund absetzen. Und so kriegt man halt nicht die volle Dröhnung ab und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ja, okay. Jetzt nochmal zu den Zeiten. Die allerbesten Zeiten, um Zeolit einzunehmen, ist wirklich eine halbe Stunde, also gleich nüchtern beim Aufstehen, eine halbe Stunde vor dem Frühstück und zum Schlafen gehen. Wenn man eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen am besten nichts mehr gegessen hat, dann zum Schlafen gehen, Zeolit einzunehmen. Was man auch machen kann, frühstücken und dann 2,5 Stunden nach dem Frühstück oder nach der Mahlzeit, also am besten 2-mal am Tag, Zeolit einzunehmen. Mit diesen Eindrücken möchte ich mich für heute von euch verabschieden und euch ganz, ganz viel
Erfolg bei der Einnahme von Zeolit wünschen.